Und heute haben wir 10 unglaubliche Experimente und Tricks mit Eis. Befestige das Ende des Seils an einem gewöhnlichen Eiswürfel. Jetzt geben wir ein paar Prisen Salz drauf und warten auf die Reaktion, während das Eis ein wenig schmilzt. Aber nicht alles ist so einfach. Wenn Sie am Seil ziehen, werden Sie feststellen, dass der Würfel am Seil festgefroren ist. Und sehr stark. Egal wie Sie es schwingen, es wird nicht herunterfallen. Nehmen wir jetzt einen größeren Würfel. Und Sie brauchen nicht mehr als ein paar Prisen Salz. Verteilen Sie es und legen Sie ein normales Handtuch drauf. Fest andrücken und umdrehen, sodass der Würfel durch sein Eigengewicht zerdrückt wird. Nach nur 2 Minuten ist der Würfel zum Handtuch gefroren. Und es kann sogar in die Luft gehoben werden. Seht selbst. Eine unglaubliche Reaktion von Eis mit Salz. Wir brauchen einen halben Liter Wasser in einer Flasche. Lassen Sie es 4 Stunden lang stehen und legen Sie es dann für weitere 1,5 Stunden in einen Gefrierschrank. Nehmen Sie es vorsichtig heraus. Jetzt einen leichten Schlag und das Wasser beginnt direkt vor unseren Augen zu gefrieren. Unglaublich, oder? Und Sie können die Flasche auf den Tisch schlagen und den gleichen Effekt erzielen. Und wenn Sie versuchen, dieses Wasser in ein Glas zu gießen, bildet es eine Eissäule. Gießen Sie das Wasser vorsichtig in ein Glas und legen Sie dann einen Eiswürfel auf die Oberfläche. Das Wasser beginnt allmählich zu kristallisieren. Und nach ein paar Sekunden ruht der Eiswürfel ruhig in einer festen Oberfläche. Das Wasser beginnt allmählich zu kristallisieren. Und nach ein paar Sekunden ruht der Würfel ruhig auf einer festen Oberfläche. Ein winziges Stück Eis reicht aus, um die Gefrierreaktion in einem ganzen Glas zu starten. Einen ähnlichen Trick kann man übrigens auch mit Coca-Cola machen. Man muss nur 3 Stunden und 15 Minuten eingefroren werden. Wir öffnen den Deckel, indem wir die Gase aktivieren. Und schließen ihn dann abrupt und schlagen auf die Flasche. Und die Cola verwandelt sich sofort in Eis. Wieder der Deckeltrick. Und dann auf den Tisch. Und statt auf ein Getränk, einen Eisblock. Nehmen Sie einen gewöhnlichen Eiswürfel und schlagen Sie mit einem Hammer drauf. Er zerbricht sofort in kleine Fragmente. Und jetzt ein ungewöhnlicher Würfel. Der erste Schlag hat ihm nicht geschadet. Und der zweite? Und der dritte und der vierte. Es ist, als wäre er unzerstörbar. Was ist das Geheimnis? In synthetischer Isolierung. Gießen Sie Wasser in eine Eisform und stellen Sie dort eine Heizung auf. Wir hämmern nach oben und füllen bis zum Ende das Wasser rein. Friere unseren Würfel ein und nimm ihn heraus. Es sieht aus wie gewöhnliches Eis, aber selbst ein Hammer ist zu hart dafür. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Eigenschaften von einem Stück Isolierung verändert haben. Nehmen wir Fruchtsaft und füllen ihn in eine Plastiktüte wie diese. Lassen Sie uns den Beutel in einen größeren Beutel absenken. Und umgeben Sie ihn nun mit Eis. Und verteilen Sie es gleichmäßig über die gesamte Fläche des Beutels. Wichtig ist, dass der Saftbeutel genau in der Mitte bleibt. Und jetzt fügen Sie dem Eis Salz hinzu. Eine anständige Menge. Wir schließen den Beutel und verteilen das Salz darin, damit es mit dem gesamten Eis in Kontakt kommt. Nun mit Küchenpapier umwickeln und 10 Minuten einwirken lassen.
Wir nehmen den Saftbeutel heraus und was wir sehen? Es scheint, wir haben ein ganzes Paket köstlicher Fruchtsorbets. In nur wenigen Minuten werden Sie Ihre Finger danach lecken. Sehr lecker in 10 Minuten. Hier haben wir 3 Gefäße mit scheinbar identischen Flüssigkeiten. Wir senken Saft, ein rohes Ei, in jedes von ihnen und senken sie dann sanft entlang der Wand ab. Jetzt fügen wir hier Eiswürfel hinzu. Im ersten Gefäß haben wir Alkohol. Ei und Eis ertrunken. Im zweiten Süßwasser. Ist es aufgetaucht? Und das Ei liegt unten. Und im dritten Gefäß haben wir Salzwasser. Hier liegt das Ei als auch das Eis an der Oberfläche. Gießen Sie Wasser bis zum Rand in ein Glas und lassen Sie einen Eiswürfel hineinfallen. Das Eis ist geschmolzen, aber es scheint kein Wasser mehr zu geben. Also fügen wir einen weiteren Würfel hinzu. Es ist auch geschmolzen. Aber das Wasser läuft noch nicht über. Also sofort der dritte Würfel. Auch der dritte Würfel ließ das Wasser nicht fließen. Aber der vierte Platz reichte leider nicht aus. Und jetzt brauchen wir Wasser, Soda und Essig. Mischen Sie Backpulver und Essig in einem Topf mit einer heftigen Reaktion. Lassen wir sie 3 Stunden stehen. Die Reaktion ist beendet und wir haben genauso eine Masse, zu der wir Wasser hinzufügen. Drehen Sie das Gas auf und stellen Sie den Topf auf das Feuer. Rühren Sie sie bei schwacher Hitze, bis die Flüssigkeit fast durchsichtig wird. Gießen Sie es in ein Glasgefäß und lassen Sie es bei Raumtemperatur abkühlen. Wir gießen etwas von unserer Flüssigkeit auf die Oberfläche und es beginnt sofort zu kristallisieren. Wir nehmen mit einem Holzstab ein wenig Pulver von den Wänden der Pfanne und tauchen es in klares Wasser. Wie Schneeflocken breiten sie sich über die gesamte Oberfläche aus, als ob sie das Wasser gefrieren würden. Schau dir dieses Muster an. Je mehr Punkte, desto schneller die Reaktion. Schau nur, wie schön es aussieht. Versuchen wir unsere Kristalle zu zerkleinern. Sie sehen aus wie Eis, aber sie sind heiß. Wenn wir unsere Flüssigkeit glatt ausgießen, bildet sich eine solche Säule. Das Einfrieren ist nur ein Augenblick. Und wenn Sie einen Holzstab in ein Gefäß mit dieser Flüssigkeit senken, wird er sofort mit Kristallen bedeckt und bleibt dann vollständig in der erstarrten Flüssigkeit stecken. Dieses Mal scheinen die Kristalle eine Blume auf dem Stock erschaffen zu haben. Aber sie wuchsen weiter und füllten den gesamten Behälter. Lassen Sie uns einen Zweig einer Pflanze in einen Behälter fallen lassen. Mit so vielen Kontaktpunkten, dass die Kristalle fast sofort das gesamte Gefäß füllen. Dieser Prozess sieht wirklich bezaubernd aus. Sie möchten ihn immer wieder sehen.
Und das Wichtigste, es ist jedes Mal ein absolut einziges Erlebnis. Selbst wenn wir nur eine Flüssigkeit in einen anderen Behälter gießen, können wir eine unglaubliche Leistung von Kristallen beobachten. Während die Wände des Originalgefäßes mit Frost bedeckt zu sein scheinen, entstehen erstaunliche Muster.